Moin Leute, zieht euch warm an, denn im Januar wird es frostig im Garten. Wir können voraussichtlich das große Winter-Update in Grounded 2 feiern. Was wir bisher wissen, was Gerüchteküche ist und worauf wir uns gefasst machen können, zeige ich dir in diesem Video. Ich habe mich für euch geopfert und mir den kompletten Livestream der Entwickler reingezogen, damit ihr es nicht machen müsst. Ich fasse das Wichtigste zusammen, aber wie immer gilt, alles ist Work in Progress. Wenn die Entwickler also morgen entscheiden, dass Marienkäfer plötzlich fliegen können, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Wir werfen einen Blick auf die Roadmap. Der Garten wird erweitert, quasi der Anbau für die grüne Hölle. Zur grünen Hölle verlinke ich dir eine Playlist oben unter dem i. Also, in diesem kurzen Teaser seht ihr schon einen kleinen Teil des neuen Abschnitts. Und habt ihr das gesehen? Da wuselt etwas Neues. Wir bekommen eine Laus im Pelzmantel. Endlich Modebewusstsein im Unterholz. Aber sie kommt nicht alleine. Es heißt, dass auch Grillen und Ohrenkneifer ihren Weg in die grüne Lunge der Stadt finden. Ohrenkneifer, als wären Spinnen nicht schon schlimm genug. Übrigens, letzte Woche gab es schon ein Short zu den Dezember-Neuerungen von mir. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da findest du auch meine Social-Media-Links und die Möglichkeit, mir einen virtuellen Kaffee auszugeben. Koffein hält diesen Kanal am Laufen. Und wo wir gerade bei Sicherheit und Katastrophenschutz im Garten sind. Wenn dir im Spiel die Hütte abbrennt, ist das ärgerlich. Wenn dir im Real Life die Bude abfackelt oder ausgeräumt wird, ist das ein Fall für den Profi. Falls du dich also mal wirklich vernünftig absichern willst, mein Buch zur Hausratversicherung verlinke ich dir auch unten. Das ist spannender als jede AGB. Versprochen. Aber zurück zum Gartenwahnsinn. Es kommen neue Tier 3 Waffen und Rüstungen. Auch das Omni-Tool kriegt ein Upgrade auf Stufe 3. Das bedeutet, Rost ist bald kein Gegner mehr, sondern Baumaterial. Wir hämmern alles kurz und klein. Auch die sauren Drops sind bald fällig. Damit hält das saure Element Einzug ins Spiel. Es wird gemunkelt, dass einige der neuen Viecher extrem allergisch darauf reagieren. Und vielleicht ändern auch sogar alte Bekannte ihre Schwächen. Sauer macht bekanntlich lustig. Oder eben tot. Für die Häuslebauer unter uns, das Mushroom-Set steht auf dem Plan. Ich gehe fest davon aus, dass wir bald wieder Pilzarchitekten spielen und uns massive Burgen zimmern können. Passend dazu soll es neue Verteidigungsanlagen geben, um die Bude gegen Insekteninvasionen zu sichern. Bilder habe ich noch keine gefunden, aber stellt euch einfach Helmsklamm in Miniaturformat vor. Ganz wichtig, die Gemütlichkeit kehrt zurück. Es lohnt sich also wieder, die Basis hübsch zu machen. Einfach mal vor dem Kamin chillen und die Beine hochlegen. Die perfekte Therapie, nachdem dich gerade eine Wolfsspinne angeknabbert hat. Kurz zur Technik. Der Peep Air, unser Fernglas-Dingsbums, wird überarbeitet. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber da das neue Baumenü schon ein echter Segen ist, bin ich da optimistisch. Und ja, den Pieper könnt ihr dann auch endlich auf den Fahrzeugen nutzen. Damit kommen wir zum Elefanten, also Marienkäfer im Raum, der neue Buggy. Wir werden Marienkäfer ausbrüten und als Weggefährten nutzen können. Aber das ist kein kleiner Krabbler. Die Konzeptzeichnungen zeigen einen schwer bewaffneten Panzer auf 6 Beinen. Es sieht so aus, als ob wir ihn auch als landwirtschaftliches Gerät, quasi als Mähdrescher nutzen können. Die Bewaffnung scheint austauschbar zu sein. Und das Beste? Im Multiplayer wird das Ding wohl ein Zweisitzer. Einer fährt, einer ballert. Mal sehen. Dazu gibt es Kisten auf dem Rücken, also endlich ein LKW für unsere Sammeltouren. Aber Achtung, ihr braucht Platz. Viel Platz. Eure Basis braucht eine Garage von der Größe eines Flugzeughangars. Und erwartet keinen Ferrari. Das Ding ist schwer. Schnelligkeit ist nicht seine Stärke. Wir werden wohl langsamer sein als zu Fuß oder auf einer Ameise, aber dafür eben mit Stil und Feuerkraft. Zum Schluss noch ein Leckerbissen. Es wird einen neuen Teil der Story geben. Endlich erfahren wir, wie es weitergeht. Was am Ende wirklich im Januar-Update landet, bleibt abzuwarten. Aber keine Sorge, ich bleibe für euch am Ball. Deswegen abonniert den Kanal, aktiviere die Glocke und lasst dem Video einen Daumen nach oben da, damit der Algorithmus uns lieb hat. Wir sehen uns im Garten und ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei Grounded 2.